Hallo meine Lieben, heute im Adventskalender von Mia vom Stickherz war eine Rakete drin. Ich musste ein bisschen überlegen, was ich damit machen will, aber was dabei herausgekommen ist, das seht ihr gleich nach dem Intro. Ich muss ja zugeben, ich habe schon sehr viele Stempel, aber trotzdem nicht immer für alles, was ich gerne machen möchte, einen Stempel parat, vor allem nicht in der Font, die ich gerne hätte oder ja, halt auch nicht in der Größe, die ich gerne hätte. Und von dem her mache ich das gerne auch, dass ich Sachen auch ausdrucke fürs Papierbasteln und die dann so verwende. Und genau das wollte ich heute machen. Ich will eine Kombi machen von einem Umschlag und dann die kleine Rakete auslasern und die dann als zusätzliches Element auf diesen Umschlag drauf machen. Ich zeige euch zuerst kurz, wie ich das Design angelegt habe und ich drucke das dann jeweils hier auf ein Papier. Ich habe bis jetzt immer ein komplett weißes 220 Gramm Papier verwendet. Und kürzlich bin ich bei Zumstein, da wo ich, also es ist eine Papeterie, wo ich meine Sachen kaufe, fürs Papier basteln. Und da hatten sie dieses Off-White und das ist ein 260er, was sich noch besser eignet. Von dem her drucke ich das jeweils hier auf dieses Blatt. Jetzt zeige ich euch kurz, wie ich das angelegt habe. Und zwar verwende ich Canva. Und auf der Startseite könnt ihr ganz einfach ein A4 Querpapier auswählen. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich, weil meine Karte wird 10 cm, oder nicht Karte, sondern der Umschlag wird 10 cm in der Höhe sein und 24 cm in der Breite. Und damit ich mich hier so ein bisschen orientieren konnte, habe ich da ganz einfach diese Rechtecke angelegt. Und zwar bin ich hier bei Elemente und habe bei den Formen ganz einfach ein Rechteck genommen. Dann habe ich Team eine andere Farbe gesagt, also innen drinne keine Farbe und außen eine Linie und die dann auf Grau gesetzt. Nee, nicht die Formfarbe, sorry, sondern die Linienfarbe hätte ich gerne auf Grau. So, und dann habt ihr ein Rechteck, wo ihr hier über Position die Größe anpassen könnt. Wenn das Schlösschen offen ist, könnt ihr da ganz einfach die Ziffern unabhängig voneinander eingeben. Breite, wie gesagt, 24 cm und die Höhe 10 cm. Muss den kurz eine Farbe geben, dann lässt es sich auch einfacher verschieben. Hier. Und ich habe das ganz einfach das erste hier oben an die Kante gelegt und das dann einfach nochmal dupliziert und gleich anschließend an das erste gemacht. Und dann habe ich hier unten, weil ein A4 Papier ist ja 21 cm in der Breite und deshalb habe ich hier 10 und 10 gibt 20 und dann habe ich noch 1 cm Klebelasche. Und wie gesagt, das habe ich dann ganz einfach so gemacht, dass ich hier die Farbe innen drinne ausgeblendet habe, weil dann sehe ich auch was. Und habe aber trotzdem den Rahmen als Orientierung. Das war das erste, was ich gemacht habe. Und dann habe ich eine Schrift eingefügt. Hier ganz einfach über Text einfügen, Textfeld hinzufügen. Habe da gesagt, kleine Auszeit. Dann habe ich das natürlich größer gemacht. Weil das soll ja das Hauptaugenmerk sein und habe da die Schrift ausgewählt. Shadow Script und das dann noch ein bisschen größer gemacht. Ihr seht in etwa das Verhältnis. Dann habe ich ein zweites Textfeld eingefügt und dann einfach geschrieben, wenn du mal wieder Umschlag alle auf den Mond schießen möchtest. Haben wir hier die Schrift
mache ich auch noch ein bisschen größer. Und hier habe ich das Amatic SC verwendet. Und ich finde halt diese Kombination von diesen beiden Schriften gefällt mir extrem gut, weil das eine Kalligrafie-Schrift ist und das andere eher simpel gehalten ist. Und dann habe ich noch so, wollte ich den Hintergrund noch so ein bisschen gestalten. Da bin ich hier über Elemente und habe einfach eingegeben Star. Und dann könnt ihr hier über Grafiken alle anzeigen und dann seht ihr ganz viele verschiedene Sternchen. Ich habe hier dieses verwendet. Und dann aber die Farben nicht so belassen, sondern gesagt, ich hätte das gerne in Schwarz und die Innenteile in Weiß. Genau, und dann habe ich das einfach in der Größe angepasst, wie ich das haben will und dann dupliziert und an verschiedenen Stellen so ein bisschen verteilt, wie es mir gefällt. Das war das sind die Sternchen und die Punkte habe ich so gemacht, dass ich hier über Zeichnen ging, den schwarzen Stift hier ausgewählt habe mit der runden Spitze, dann hier schwarz ausgewählt habe und von der Stärke sind es 910 bei mir. Könnt ihr natürlich so anpassen, wie ihr das gerne hättet. Und wenn ich mit dem Stift drauf tippe, hat man manchmal so ein bisschen das Thema, dass das fast so ein bisschen eierförmig wird, weil man ein kleines bisschen wackelt. Und wenn ihr das mit dem Finger macht, dann ist es wirklich einfach einmal drauf tippen. Und so könnt ihr wunderbar diese Kreise da drauf machen. Genau. Und so sieht das ganze Bild aus. Und ich habe dann ganz einfach diese Elemente hier wieder gelöscht, weil das galt mehr zur Orientierung. Und genauso habe ich das ausgedruckt. Das heißt, ich bin hier auf Download gegangen, habe das gedownloadet und dann kommt ein Fenster hoch, wo ihr dann Ausdrucken machen könnt. Das war das, was ich vorbereitet habe und das dann ausgedruckt habe. Und wenn ihr das dann ausgedruckt habt, dann sieht es so aus. Und ich finde es halt einfach eine extrem coole Sache, weil es ist trotzdem individuell, aber eben, ich brauche nicht einen Stempel jetzt für jeden Spruch, sondern kann das ganz einfach so gestalten. So, jetzt Falz- und Schneidebrett. Wir wissen ja, dass wir hier unten eine 1 cm Klebelasche haben. Somit lege ich das hier an, dass ich hier bei 1 cm liege und falze das da schon mal. Und dann weiß ich, von dieser Falzlinie her müssten es 10 cm sein oder ich kann auch von der anderen Seite her einfach 10 cm messen. Dann sollte das eigentlich auch wieder stimmen. Und dann habe ich hier quasi schon dieses Fenster, was es dann schlussendlich sein wird, schon mal gefalzt. Und jetzt habe ich gesagt, dass hier sind 24 cm, von dem her sehe ich hier ja mit dem Faden jeweils, wo das Ganze aufhört, also wo die Falzlinie zu liegen kommt, habe ich einfach geguckt, dass ich so am Ende von meinem Design bin. Und von dieser Linie, also müsstet ihr natürlich gucken, weil das gibt ja hier dann, ihr braucht ja hier auch noch eine Klebelasche quasi oder Platz, damit ihr das umlegen könnt. Und dann auf der anderen Seite, so rum. Ich lege jetzt diese Linie hier bei 24 an, weil genau so hatte ich ja gesagt, so lang soll mein Umschlag werden. Kann ich hier auch noch mal falzen.
Ich habe jetzt auf der Seite mehr Platz, von dem her mache ich die Öffnung hier und hier, das ist, wo ich es klebe. Von dem her schneide ich hier nichts mehr ab, aber auf der Seite hier, ich würde sagen 3 cm reicht. Das heißt, ich schneide das hier bei 3 cm. So, jetzt brauchen wir hier, das hier unten wird ja unsere Klebelasche. Das heißt, ich brauche diesen Bereich hier nicht, diesen Bereich hier auch nicht auf der Seite, weil ich werde das hier umlegen und das hier umlegen. Somit kann ich jetzt den Faden hier schön auf diese Falzlinie legen. Und zwar gucke ich, dass ich das eher am linken Ende von dieser Falzlinie mache, weil die ist ja jeweils so ein bisschen breiter. Dann gebe ich hier meine Schneideklinge hier hin. Ich gehe aber nicht ganz ran, weil ich nicht ganz sicher bin, ob das dann wirklich auch, dass ich die Kante oder die Ecke erwische. Von dem her gehe ich nahe ran und den Rest schneide ich dann mit der Schere. Selber auf der Seite, das heißt, hier brauchen wir auch diesen unteren Teil nicht und diesen oberen Teil nicht. Und warum sage ich am eher linken Ende der Falzlinie? Weil ihr das Element umlegen wollt und das geht dann einfacher, wenn ihr hier genug Platz habt. So, den Rest kann ich mit der Schere schneiden. Jetzt kann nicht so viel Sinn gemacht, das hier unten zu schneiden, weil hier schneide ich das so ein bisschen, also ich schräge das so ein bisschen an. Dito hier drüben. Dann habe ich hier das Element, was ich umlegen werde. Deshalb habe ich hier an den Seiten runtergeschnitten. Und dasselbe mache ich hier drüben. Dann haben wir das hier. Dann können wir hier schon mal die Falzlinie nachziehen. Und bevor ich das hier ummache, runde ich hier bei den Laschen jeweils noch die Ecken ab, weil ich das einfach so schöner finde. Können wir auch hier die Falzlinien noch nachziehen. Und jetzt ist ja das die Seite, wo ich quasi das dann offen lasse, damit man da auch was rausnehmen kann. Und deshalb mache ich hier in der Mitte auch noch so einen Halbkreis rein. Da nehme ich eine 2,5er Stanze. Dann habe ich hier auch noch eine schöne Ausbuchtung drin. Und so können wir diesen Umschlag eigentlich schon zusammenkleben. Ich nehme hier Flüssigkleber. Da könnt ihr natürlich Kleber eurer Wahl nehmen. Zwar mache ich es so, dass ich hier auf der Seite eher an die Kante gehe. So nicht ganz bis an den Rand, dann unten. Und nicht zu viel Kleber verwenden, sonst quillt er euch raus. Und dann gebe ich hier entlang von der Kante auch nochmal Kleber. Ja, dann bin ich jeweils sicher, dass ich da wirklich bis ganz außen gehe, aber trotzdem hier nichts übersteht. So, und jetzt können wir das runter machen und das noch fest streichen. Natürlich sollte das eben innen drinne jetzt nicht festkleben, ne? Das wäre kontraproduktiv, wenn man da was reinmachen will. Aber so haben wir das schon mal vorbereitet. Unten, wie gesagt, kann ich es zukleben. Oben klebe ich sie jeweils nicht, sondern ich mache da so 2 Klebepunkte drauf. Da habe ich so ganz kleine.
So wird es zusammengehalten, aber der oder diejenigen, die das kriegt, kann dann trotzdem das wunderbar öffnen. What's it like to be the one that he turns to when he's sad? Das seht ihr sehr wahrscheinlich nicht, aber so kann ich das ganz einfach zuklappen. Das hält, aber man kann es eben trotzdem wieder öffnen. Ich glaube, da würde sogar noch ein dritter gehen. Kommt natürlich immer drauf an, wie starr euer Papier ist. So. Und so habe ich schon mal die Basis geschaffen für einen super coolen Umschlag mit dem Spruch drauf, den ich gerne hätte. Und ich finde auch trotzdem, wenn es nicht gestempelt ist, das wirklich eine schöne Sache und eben auch eine individuelle Sache. So, jetzt will ich eben die Rakete noch hier drüben platzieren. Und dann gucke ich kurz, wie groß die sein darf. Ich würde sagen, von der Höhe so maximal 8. Von der Breite eher 4. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Für das Motiv habe ich die Datei von Mia vom Stickherz. Das war ja im Adventskalender von heute. Da habe ich das über Bild und Datei eingefügt. Ich hatte das mit dem Offset. Hier drinnen wären eigentlich 2 Kreise. Den zweiten habe ich ganz einfach gelöscht, weil ich wollte, dass das Element, das man hier so ein bisschen durchsieht, damit ich dann auf der Karte, dass man da vielleicht sogar einige der Sterne sieht. Und was ich auch gemacht habe, ist hier so einen Anhänger dran gemacht. Das heißt, ich habe hier einfach 2 kleine Kreise gemacht, habe beide markiert und dann über Kombinieren konnte ich sagen ausschneiden. So war das quasi, oder subtrahieren, so war der innere Kreis vom äußeren weg quasi, also gelöscht. Und so hatte ich wirklich diesen Donut. Und den habe ich dann hier schön an das Offset von der Rakete rangebracht und dann das Offset markiert und diesen Donut und habe dann hier wieder gesagt verschweißen. Und so hängt jetzt quasi dieser Anhänger, dieser Kreis, hängt am Offset. Das heißt, das, was ich schneiden werde. Ich drehe das Ganze kurz, damit das schön nach oben zeigt. Oder noch besser in die Richtung. Ich gucke einfach hier gerade nebendran auf mein Holz, wo ich am ehesten Platz habe oder am besten Platz habe, um Reste zu verwenden. Und das Ganze ist jetzt 83 lang und 80 hoch. Das heißt, er rechnet hier quasi alles, nicht nur mein Element. Mal gucken, wie das Offset aussieht. Nicht die Rakete, das Offset. Bisschen blöd, weil ich das gedreht habe. Ich mache es kurz zu. Ich füge hier einfach kurz eine Form ein. Und sage der, was haben wir gesagt, 8 und 4. Das heißt, ich mache hier 80 und hier mache ich 40. Dann weiß ich so, das sollte Maximum die Größe sein. Und dann kann ich meine Rakete markieren und da gucken, dass ich nicht größer werde. Passt eigentlich wunderbar. Gut. Das heißt, das ist die Größe von meinem Element. Ich musste das kurz auf 2 Ebenen machen, weil jetzt habe ich diese Innenkreise plus das Außen habe ich auf einer blauen Ebene. Das könnt ihr jeweils so machen, dass ihr, wenn ihr das markiert, hier könnt ihr Farben auswählen, dann geht es auf eine neue Ebene. Das heißt, ich kann jetzt auswählen, alles was blau ist. Da sage ich, das ist Schneiden. Ich habe bei dem Balsaholz mit dem S1 schon einen Test gemacht. Das funktioniert wunderbar mit Power 60. Nicht 160, sondern 60 reicht dann. Und Geschwindigkeit 10, ein Durchgang.
das ist das. Und fürs Gravieren da nehmen wir eine Leistung von 15 und die Geschwindigkeit nehmen wir eine 138. So, dann habe ich quasi alles schon vorbereitet, kann meinen Laser noch kurz an den Strom anschließen, alles vorbereiten und dann kann ich das hier aus einem Reststück ausschneiden. Dann kann ich hier mein Holz reinmachen, das Fadenkreuz dahin machen, wo auch Material ist und kurz die Abstandmessung machen. What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? Dann kann ich das Kreuz hier in etwa hier hin machen. Und dann mache ich, also platziere ich das Element da, das ist in dem Bereich liegt und mache dann aber noch einen Rahmen abfahren. Das sollte so passen, das heißt, ich kann den Filter einschalten und den laufen lassen. Das hat hier auch wunderbar geklappt. 4 Minuten und der war durch. Und ich höre oft von wegen, na, ich kann Reststücke nicht verwenden, wenn ich keine Kamera habe. Also ich finde, das funktioniert wunderbar. So, alles gelasert. Hat wunderbar funktioniert. Mal gucken, ob ich es tatsächlich erwische, dass ich so ein Sternchen habe. Ja, genau so wollte ich das haben, dass ich durch ein Fenster ein Sternchen sehe. Wunderbar. Jetzt mache ich das. Mal gucken, soll ich es kleben? Nee, weil wenn ich es klebe, dann kann die Person das ja nicht wieder verwenden. Von dem her machen wir hier so 2 größere Klebepunkte, die auch wesentlich besser halten. Mal hier drauf. Und dann kann ich das genauso platzieren, dass eben dieser Stern durch die Rakete ersichtbar ist. Und na, das hält wirklich, die halten super gut, aber ich kann es dann eben trotzdem wieder runternehmen und das anders verwenden. Und das sind hier diese Adhesive Dots von Scrapbook Adhesive. Habe ich seit einer gefühlten Ewigkeit, die werden eben nicht leer. Also da sind 300 Stück drin. Ich finde die super. So, jetzt dachte ich, ich mache einerseits ein schwarzes Band. Dann wollte ich dem aber trotzdem noch ein bisschen Farbe geben. Die Frage ist jetzt, welche Farbe? Ich glaube, ich mache das so. Violett und Schwarz. Ich gehe jetzt hier mit den beiden erstmal hier durch. Hätte man auch machen können, bevor man das drauf geklebt hat, aber es sollte trotzdem noch funktionieren. Ja. So. Ich muss den hier kurz noch ein bisschen anheben. Damit ich mit dem Band unten durch kann. Und jetzt
wieder meine Lieblingsbeschäftigung. Schlaufen binden. So, und wenn das fertig ist, dann sieht es so aus. Ich habe hier meine kleine süße Rakete, den Umschlag eben gedruckt und nicht gestempelt. Das hier relativ schlicht dadurch, dass es direkt auf dem Papier ist und dann mit der Rakete mit dem Sternchen innen drinne dann noch so ein bisschen Dimension geschaffen und noch eine Schlaufe drum und fertig. Und so kann ich jetzt hier innen drinne den Gutschein verpacken. Und die Idee, das habe ich gar nicht gesagt, ne, ist für mich ein Spa-Ausflug, also ein Eintritt quasi ins Spa, wo wir dann einen schönen, relaxten Nachmittag verbringen. Das ist die Idee. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen, auch das mal so zu machen und nicht mit Stempeln zu arbeiten. Und dass ihr da selber auch Lust habt, das auszuprobieren. Und natürlich, dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe. Bis bald!